So, FWC Boys, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kommen FWC immer näher, unweigerlich. Und da braucht man natürlich noch ein bisschen Vorbereitung. Was kommt nach 50 Euro? Natürlich 100 Euro Top-Up. Und da wird es diesmal zwei Optionen geben. Einmal Strong Main, wo wir auch den vollen Top-Up-Bonus ausnutzen. Und dann wird es noch eine andere Option geben, wo wir auch noch das so ein bisschen splitten, so dass der RM auch noch was hat. Vorab würde ich aber jetzt so sagen, dass Option 1 so eigentlich die bessere Option ist. Es hängt natürlich immer kommt drauf an, so wie man auch sich selbst sieht, spielt und was man so vorhat und sowas alles. Ob man vielleicht erstmal einen RM hochziehen möchte, um danach den Main dann danach zu ziehen. Sowas machen ja auch manche und so. Es ist natürlich nicht auf alle Individualitäten anwendbar. Aber ich versuche hier trotzdem, wie beim anderen Video auch schon, so für die Allgemeinheit einfach einen guten Ratschlag für die, die das halt so praktizieren wollen am Release-Tag oder ein, zwei Tage danach, dass man einfach so ein paar Anhaltspunkte hat. Bitte wieder an euch der Appell. Denkt selber drüber nach, ob ihr das so oder anders machen wollt. Und im Grunde ähneln sich die Sachen ja so ein bisschen bei Best to Buy, auch wenn wir höher gehen und sowas, dass halt bestimmte Grundwerte sind halt nun mal drin, die Adventure Fortune Flask, Starter Pass und diesmal ist jetzt die Combined Party Effect Scroll mit reingekommen, weil das sind halt natürlich die S plus Tier Items, die man halt dafür kaufen kann und alles, was jetzt danach halt kommt, geben natürlich nicht mal so einen großen Boost, sondern nur noch kleiner und können dann auch eher noch variieren, dass man sagt, okay, er hat zwar das und das jetzt vorgeschlagen, aber in meiner Wahl wäre ich eher dafür, dann macht das auf jeden Fall so. Aber hier ist auf jeden Fall mein Ratschlag für das 100 Euro Top-Up. Und ich werde jetzt auch nicht alle Sachen nochmal so genau durchgehen, also was jetzt so Starter Pass oder Beginner Package betrifft, wie ich es beim 50 Euro Video davor gemacht habe. Für die, die nochmal gucken wollen, okay, was ist denn jetzt der richtig genaue Vorteil vom Starter Pass? Warum ist er jetzt hier mit drin? Der sollte vielleicht das Video davor sich nochmal angucken, weil ich da natürlich mir die Zeit genommen habe, das ein bisschen genauer zu erklären, weil wir das erste Mal mit reingenommen haben. Und jetzt werden wir so ein bisschen schneller die ganzen Sachen durchgehen. Ansonsten werden halt die Videos dann auch irgendwann zu lang, wenn ich auch immer wieder die gleichen Sachen erkläre. Auch wenn die geringen Verdiener Top-Up nicht interessiert hat und so, und man gleich sagt, oh ja, nee, hier, da sehe ich mich schon eher drin, bei den höheren Summen. Wie gesagt, guckt es euch einfach nur mal an, um nochmal zu verstehen, warum bestimmte Sachen drin sind. Ansonsten haben wir jetzt natürlich als Must-Have, ist ganz klar, immer noch die Adventure Fortune Flask. Die würde ich immer noch so reinnehmen. Gerade in Verbindung jetzt, wenn wir mehr F-Coins zur Verfügung haben mit der 30-Day Scroll of Combined Party Effects, da sind wir einfach 30 Tage Full Power und mit EXP-Gain, mit Drops. Du kannst deine eigene Party immer ziehen. Du bist nicht dann mehr darauf angewiesen, Partys zu finden. Global Attack hat geringeren Attack-Bonus, ist immer noch besser als gar nichts. Aber du bist halt dein eigener Herrscher und Meister über deine Partys, kannst die schnell ziehen. Du hast ja dadurch die Party Punkte-Erhöhungs-Scroll mit drin. Also, dass du halt mehr XP-Gains mit der Party, dass du entweder mehr Punkte bekommst oder die Skills nur die Hälfte kosten oder es ist sogar beides, ist da mit drin. Du kannst die Skills stapeln. Also, du bist halt einfach 30 Tage vom Release-Tag dann ja, in Zusammenhang mit dem Starterpass, wo du das Board mit drin bekommst. Da muss man aber ein bisschen hasseln bis dahin. Also bis Stufe 6 wird man bis Level 20 wahrscheinlich nicht kriegen. Das ist dann ein Nachteil, dass man bis zur Stufe 6 beim Starterpass, da können wir trotzdem noch mal kurz reingucken. Ja, dass man, hier sehen wir beim Starterpass, muss man erstmal bis Stufe 6 kommen. Solange müsste man auch mit einem Penja-Board oder vielleicht Blinkwing auf Madrigal und sowas so ein bisschen auskommen. Und man muss dann gucken, dass man zeitnah, vielleicht dauert es auch bis zur Second Job Change, dass man, bis man einen CS-Board bekommt, solange muss man halt ein Penja-Board nehmen und ist ein bisschen langsamer unterwegs oder man benutzt halt Blinkwings und spart sich dann aber eben halt das Beginner-Package A, die 500 zusätzlichen F-Coins, oder halt gar sich ein CS-Pad
und ein CS-Board zu kaufen. Das hat man hier alles in einem. Man muss es sich halt nur freispielen und hat darüber hinaus natürlich beim Live Pass auch noch viele andere Goodies, wie zum Beispiel Extra Bag ist wichtig. Power Scroll bekommt man später nochmal. Stat Scrolls sind mit dabei. Haben wir ja beim letzten Video alles durchgekaut. Also Starter Pass auf jeden Fall. Preis-Leistung kann man nichts dagegen sagen. Man muss sich die Sachen dann halt ein bisschen, erspielen. Aber absolut worth it, meiner Meinung nach. Und daher muss man eigentlich auch hier, meiner Meinung nach, nicht viel mehr dazu sagen. Also die Adventure Fortune Flask, 30 Tage Combined Party Effects und Starter Pass, du bist halt für 30 Tage bist du einfach vollkommen ausgesorgt mit dieser Option bei deinem Main und kannst sorglos einfach durchstarten. Du hast immer deine Partys, kannst hier easy peasy über zum Beispiel Story Modes mit Dungeon hochziehen und immer weiter loslegen und leveln, bist nicht auf irgendwas angewiesen. Dann würde ich noch vorschlagen, wie gesagt, hier ist nochmal so eine kleine Notiz, die hier vielleicht, ich weiß nicht, ob sie noch so stark gilt. If no great FWC Special Package with higher value available, then optional by this. Es könnte halt sein, dass beim Adventure Fortune Flask irgendwie halt für 300 F-Coins oder so ein besseres Package da ist. Da muss man vielleicht gucken, ob man das dann hier weglässt, die Cloaks, und man sich stattdessen halt das stärkere Adventure Fortune Box, Giftbox of Strange oder wie es damals hieß, dass man sich das holt. Und die Umhänge, das sind halt 8 Stats. Ist es cool zu haben, weil dann ist es auch vielleicht erstmal so eine Sache, die erstmal so fertig ist, so, ne, die man nicht weiter berühren muss. Allerdings kann man sich das auch erspielen. Also so einen Umhang kann man sicherlich auch irgendwo von anderen Spielern kaufen und man muss jetzt dafür nicht die eigenen F-Coins benutzen. So, man kann auch irgendwie gucken, okay, ich habe stärkeres, besseres Value von einer bestimmten Box, die irgendwie dann gerade reingekommen ist, die wir jetzt nicht sehen, und kaufe dann lieber die. Und so einen Umhang kaufe ich dann halt von Spielern, weil ich habe ja durch diesen anderes Item einen besseren Progress, schnelleres Money Gain im Spiel und kann mir dann halt die Sachen auch von anderen Spielern einfach kaufen. So, ne? Also das immer im Hintergrund behalten bei euren Entscheidungen. Und ansonsten halt werden, abgesehen von den Umhängen, Notiz dazu auf jeden Fall, falls ihr euch die holen wollt und ihr habt nur die F-Coins auf dem Main. CS-Items aus dem Cash-Shop könnt ihr erst ab Level 30 traden. Also ich glaube auch erst, wenn euer FS Level 30 ist. Das heißt, euer Main, wenn ihr nicht auf Level levelt und gleichzeitig hochzieht, sondern halt die normale Differenz über Contribution, dann müsst ihr erst euren Ringmaster auf Level 30 ziehen, damit ihr dann halt den Umhang rüber traden könnt. Ansonsten haben wir noch Fancy Cupping Ring mit dabei. Das ist halt fürs Couple-System, damit ihr ein Couple sein könnt. Und das ist auf jeden Fall für 100 F-Coin, kann man das mitnehmen. Da könnt ihr euch nochmal zu eurem Partner einmal, zweimal öfter teleportieren. Und das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Somit kommen wir dann auf Total 10.300 F-Coins. Das heißt, wir haben noch 1.200 übrig. Ich persönlich würde jetzt in diesem Szenario vorschlagen, diese 1.200 F-Coins einfach noch kurz zu horten für die 7 Tage oder wie lange es noch dauert, bis der Mai anfängt. Und dann würde ich den Mai-Pass holen von dem Geld, von den F-Coins. Den könnt ihr nämlich nicht erkaufen von anderen Spielern, sondern den müsst ihr über euren Account im Cash-Shop kaufen. Und daher das höchste Value dann habt ihr einfach nochmal mit diesem Mai-Pass. Und darauf würde ich dann einfach die 1200 F-Coin ruhen lassen, um das dann zu kaufen, sobald es so ist. Das ist ein relativ smarter Weg. Und wer aus der jetzigen Sicht und aus der jetzigen Situation, wäre es mein Vorschlag an euch. Es kann natürlich halt, wie gesagt, am Ende dann komplett anders sein, je nachdem, was für coole Aktionen oder so zum FWC-Start noch mit reinkommen. Aber falls ihr ein paar Anhaltspunkte bräuchtet, dann wäre Option 1 Strong Main meiner Meinung nach erstmal so mit der beste Vorschlag an euch. Ansonsten kommen wir noch zur zweiten Option. Hier haben wir Option 2, Balanced. Ich habe auch oben nochmal hingeschrieben, wie genau ihr top-upen solltet, damit ihr eben auf diese F-Coins kommt. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie in kleineren Schritten, weil je nachdem sind dann auch die Boni F-Coins dann anders oder weniger. Und daher haben wir eigentlich beim Main keine große Veränderung. Also wir haben immer noch die Fortune Flask, wir haben immer noch das Starter Pass und wir haben die Combined Party Effects, da kommen wir genau auf 9800. Und beim FS haben wir mit einem 10er, der dann halt beim Main fehlt, holen wir uns da die Umhänge. Wir holen uns die Fancy Cupping Rings zum Heiraten und wir holen uns noch einen Starter Pass beim FS.
balanced, weil wir haben dann bei beiden einen Starterpass. Das heißt, wir können bei beiden ein CS-Board freispielen. Wir haben bei beiden ein CS-Pad. Wir haben bei beiden Inventory Bag. Also ihr habt dann beim FS auch mehr Platz und er hängt nicht irgendwie hinterher dann so doll, ne? Auch beim Board. Ist halt, wenn ihr Strong Main nimmt, ja, was ist halt mit dem FS dann so? Ne, ihr könnt natürlich auch sagen, okay, wenn jetzt 100 nicht unbedingt die Supergrenze ist, dann macht ihr einfach 100 beim Main und dann halt nochmal einen 10er beim FS. Und dann könnt ihr das auch so holen und habt beim Main noch ein bisschen mehr dann das, was ihr nicht mit einberechnen müsst. Ne? Also die Umhänge beim Main würden dann wegfallen bei Option 1 und die Fancy Couple Rings, den 10er könnt ihr halt beim FS. Dann habt ihr 500er F-Coin für einen Starterpass und holt noch die anderen vom FS und euer Main hat halt noch ein bisschen mehr übrig, wenn ihr jetzt auch 100 und 10 machen würdet. Ansonsten wären halt wirklich 100 Hardcap, dann wäre das noch eine Variante, damit der RM halt nicht so hinterherhängt, was jetzt zum Beispiel Fluggeschwindigkeit betrifft. Ne? Ansonsten könntet ihr halt bei Option 1 Strong Main natürlich die Cupping Rings dann später halt öfters mal benutzen, um euren FS, der dann vielleicht langsamer unterwegs ist mit einem Penya Board, zu eurem Main zu teleportieren. Ja, ist ein kleiner Anreiz, weil ansonsten könnte es vielleicht ein bisschen nervig sein, dass euer FS dort langsamer immer unterwegs ist, nicht so richtig bei der Fluggeschwindigkeit hinterherkommt. Daher müsst ihr, wie gesagt, so ein bisschen gucken, ob ihr das so machen wollt, dass ihr halt sowieso den 10er beim FS und einen 100er beim Main oder halt das beim Main halt staffelt und so halt auf 90 kommt. Und ihr habt ja dann trotzdem die Adventure Fortune Flask, den Starterpass und die Combined Party Effects, da ändert sich nichts. Das einzige wäre, dass es dann halt zum Mai-Pass dann halt fehlen würde. Also die Reserve zum Mai-Pass wäre dann damit auch nicht mehr da, weil wir insgesamt auch weniger F-Coins haben, weil halt der hohe Top-Up vom 100er dann halt fehlen würde. Falls ihr noch andere Vorschläge habt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen, das zu lesen. Ich hoffe, das Video ist gut angekommen. Wir werden dann natürlich bald weitermachen mit den nächsten Videos. FWC kommt immer näher. Ist auf jeden Fall viel zu tun für mich. Ich habe noch viele Ideen, was ich noch mit einbringen will. Und ich sehe es ja auch an den Kommentaren, was von euch noch alles so ein bisschen hinterfragt wird. Ein paar Vorschläge, die möchte ich so gut wie es geht abdecken. Auch wenn halt die Zeit nun kürzer ist als erwartet bis zum FWC-Start. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Ansonsten folgt mir natürlich gerne bei Twitch. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Es würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bald ist FWC.